Die KI-generierte Musik hat in den letzten Wochen einen ziemlichen Sprung gemacht. Wenn du glaubst, dass künstliche Musik langweilig ist, oder du selber Musik machst und schwer zu überzeugen bist, oder du einfach nur wissen willst, wie das Ganze funktioniert, dann schau dir dieses Video an. Ich erkläre, warum Mureka AI ein wirklich interessantes Tool ist, warum die meisten KI-Produktionen langweilig sind und wie ich es geschafft habe, dieser KI eine erstaunliche Kreativität zu entlocken. Mein Name ist Carsten Held, ich bin KI-Spezialist und Songwriter und los geht's. Am 26. März 2025 kam von Mureka AI aus Singapur ein neues Update raus. Mureka ist eine Musikgenerierungs-KI. Man kann also mit Prompts einfach Musik generieren. Und mit diesem Update bekommen wir das Modell O1 in Verbindung mit schon dem existierenden Modell V6. Dann bekommen wir Model Fine-Tune. Das ist die Möglichkeit, eigene Musik hochzuladen und dem Modell einfach zu sagen, so möchte ich, dass das klingt. Dann bekommen wir ein API, das ist ein Application Programmer Interface für Programmierer, zum Beispiel für Spieleentwickler, die mit Mureka Hintergrundmusik generieren lassen wollen, basierend auf dem, was da im Spiel passiert. Man kann damit aber auch Podcasts sprechen lassen, man kann damit Lyrics generieren lassen, man kann damit Songs generieren lassen, alles, was Mureka so kann. Dann gibt es noch Chain of Thought Reasoning für Musik, Songwriting und Arrangement. Sehr interessant. Und dann kann Mureka mittlerweile 10 Sprachen sprechen und singen. Darunter Russisch, Spanisch, Deutsch und so weiter. Chinesisch. Und das hat mich interessiert. Ich habe das jetzt mal die letzten 6 Tage und Nächte getestet. Besonders in den Nächten. Und ich muss sagen, dieses O1-Modell, das hat mich völlig überrascht. Also, was ich dort gehört habe, das ist nicht einfach nur gelerntes Arrangement, sondern es ist auch erfundenes Arrangement. Also O1 ist in der Lage, richtig kreativ zu sein. Wir haben jetzt einen Sprung der KI von Nachplappern und teilweise besser nachplappern, als wir Menschen das können, hin zu Dinge erfinden, die es noch nicht gibt. Und das wollte ich euch mal zeigen. Gehen wir mal hier rüber in die Oberfläche. Also so sieht es aus, sehr simpel gehalten. Hier haben wir Create Song oder Create Instrumental. Darauf gehe ich jetzt nicht so richtig ein. Könnt ihr alles selber ausprobieren. Ich habe mich hier auf die Song-Oberfläche mit Advanced Mode gestürzt. Hier kann man den Songtitel eingeben. Hier ist der Songtext mit den einzelnen Markern. Diese Marker sind super wichtig. Mureka bietet uns dort an Intro, Verse, Pre-Chorus, Chorus, Break, Bridge und Outro. Und die habe ich tatsächlich auch verwendet. Hier wollen wir jetzt ein Intro haben zum Beispiel. Dann ist die erste Strophe. 2 Abschnitte der ersten Strophe. Dann kommt der Refrain, ein Break und dann wieder Strophe 2, wieder Refrain, Bridge, wieder Strophe und dann 3-mal wird der Refrain wiederholt, damit ich den mit einem Fade-Out einfach rausziehen kann. Das wäre jetzt also ein Song. Jetzt müsste man hier noch auf Create drücken. Das kann ich leider nicht, weil ich keine Credits mehr habe. Beziehungsweise wir können ja eins machen. Wir können zu V6 gehen und dann verbrate ich einfach meine letzten Credits hier, um einen Song zu generieren. Der ist jetzt hier oben, wird gerade erstellt. Hier sieht man mal, wie viele Songs ich eigentlich generiert habe. Da oben wird er jetzt gerade erstellt und den hören wir uns gleich an, wenn er fertig ist. Wir sehen hier auch, dass ich immer wieder dieselben Songtitel habe. Ich habe sozusagen 5 oder 6 von meinen eigenen Songs hier genommen, auch meine eigenen Demos hochgeladen als Referenztracks und mir davon unglaublich viele Variationen machen lassen, um zu verstehen, wie diese Modelle funktionieren. Inzwischen ist übrigens unser Song fertig generiert, können wir mal anhören. Every time you talk to me, I start dreaming how we'd be. But you look straight through my heart, keeping us forever apart. You're always chasing bigger dreams, leaving me behind the scenes. My feelings whisper quietly, you never hear or notice me. I am the moonlight you never see. You're chasing stars too bright for me. My love's a song you'll never hear, an echo drowned by silent tears. Also ziemlich gut gemacht, aber es sind immer dieselben 4 Akkorde. Den anderen?
talk to me, I start dreaming how we'd be. But you look straight through my heart, keeping us forever apart. You're always chasing bigger dreams, leaving me behind the scenes. My feelings whisper quietly, you never hear or notice me. I am the moonlight you never see. You're chasing stars to bring to me. My love's a song you'll never hear, an echo drowned by silent tears. Ja, könnte ich jetzt noch weiterhören. Gefällt mir sogar besser als der erste Titel, ist aber vom Songwriting jetzt auch nicht so überraschend. Aber es ist gut gemacht. Interessanterweise ist die Stimme ein bisschen muffig. Ist zwar dieselbe Stimme wie bei dem anderen Song, aber hier ist es irgendwie nicht so klar. Das müsste man nochmal nachbearbeiten. Interessant ist übrigens hier oben diese Beschreibung. Indie-Hip-Hop sollte das eine sein, das andere ist Pop-Hip-Hop. Wenn ihr mich fragt, das ist völlig unwesentlich, was hier drauf steht. Es kommen immer andere Songs raus. Und dann hier Restless, Warm, Sad. Das stimmt tatsächlich. Die sind beide in derselben Mood, könnte man sagen. Und deshalb sind die auch so ähnlich. Manchmal haben wir aber Quirky Dark Energetic und Quirky Angry Dark. Ja, also das variiert manchmal. Hier haben wir jetzt den Zufall, dass der Mood dasselbe ist und nur das Genre anders ist. Das Interessante am O1-Modell ist, dass es zwar das V6er-Modell benutzt, um den Sound zu generieren, aber ihm spezielle Instruktionen zum Songwriting noch gibt. Das heißt, das O1-Modell baut auf dem V6 auf mit noch ein bisschen mehr Intelligenz on top. Und das habe ich also die meiste Zeit benutzt. Hier, das ist ein V6-Output, können wir uns mal anhören. Also die Idee war, quasi einen NDW-Titel zu machen. Das Demo liegt schon 10 Jahre rum, der Text auch. Stunden Reisezeit, zur Reise ist mein Geist bereit. Fremde Welten warten dort, im Traum besuche ich jeden Ort. Ich fliege glücklich durch die Nacht, mein Raumschiff ist nur ausgedacht. Mein Treibstoff ist aus Fantasie, so weit weg war ich noch nie. Wie die Trommel schlägt mein Herz, die Sehnsucht treibt mich himmelwärts. So viel Sterne, so viel Licht, so viel Dunkel sah ich noch nicht. Ich fliege glücklich. Also, das waren jetzt 1 Minute 4 Sekunden. Und in dieser kurzen Zeit gab es jetzt echt eine ganze Menge Kreativität, die hier abgefeuert wurde. Und das hat mich überrascht. Ich habe ja am Anfang experimentiert mit Funk, das hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Dann hier so ein bisschen Disco, dachte ich, oh, langweilig, habe ich alles schon mal gehört. Aber das hat mich wirklich überrascht. Und dann habe ich versucht, die ganzen letzten 5 Tage lang herauszufinden, wie kann man diese Art von Songwriting triggern. Ich zeige euch mal, was eigentlich diese Kreativität hier ist. Also hier habe ich diesen Song, ich zeige euch auch gerne meinen Referenztrack. Oder ich zeige euch mal erstmal, wie es klingt, wenn man keinen Referenztrack angibt. Jetzt hat er einfach selber irgendeinen Musikstil rausgesucht und vertont meinen Text. Viele Stunden Reisezeit, zur Reise ist mein Geist bereit. Fremde Welten warten dort. Ziemlich gute Aussprache. Such ich jeden Ort. Ich fliege glücklich durch die Nacht. Mein Raumschiff ist nur ausgedacht. Also der Song ist gar nicht so schlecht. Es passt nur überhaupt nicht zum Text. Und deshalb habe ich meinen eigenen Referenzsong hochgeladen, weil der war ja für den Text das Demo. Und das klappt hervorragend, ja. Ich zeige euch mal, wie ein anderer
Song hier aussieht. Und hier kann man auch die Marker sehen, die ich gesetzt habe. Also das Intro ist immer sehr stark angelehnt an meine Vorgabe. Viele Stunden Reisezeit. Zur Reise ist mein Geist bereit. Fremde Welten warten dort. Im Traum besuche ich jeden Ort. Ich fliege glücklich durch die Nacht. Hat jemand mitgezählt? Hier haben wir 4 mal 8, hier haben wir 3 mal 8. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Er hat einfach einmal bis 8 zählen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder eben 1, 2, 3, 4 einfach weggelassen. Ich fliege glücklich durch die Nacht. Mein Raumschiff ist nur ausgedacht. Mein Treibstoff ist aus Fantasie. So weit weg war ich noch nie. Wie die Trommel schlägt mein Herz. Die Sehnsucht treibt mich himmelwärts. So viel Sterne, so viel Licht, so viel Dunkel sah ich noch nicht. Ich fliege. Wieder. Diesmal sind es aber nicht 3 statt 4, sondern 5 statt 4. Das heißt, Ich fliege glücklich. bevor wir in den nächsten Refrain reingehen, wurde plötzlich einmal ein Takt hinzugefügt. Und das ist nicht im Text drin. Der Text ist eigentlich sehr regulär. Ja, immer schön 4 Zeilen. Hier gibt es das nicht. Und das gab es auch in meinem Demo-Track nicht. Das hat er einfach hinzuerfunden. Wir hören uns jetzt mal meinen Demo-Track an. Nur ganz kurz. Das ist jetzt das Intro. Der Refrain ist noch ein bisschen anders. Den spiele ich jetzt nicht an, weil er den auch gar nicht kennt. Wir können nämlich in Mureka nur 30 Sekunden Songmaterial verwenden. Das heißt, hier sehen wir es genau. Hier habe ich die Songs noch in unterschiedlichen Varianten hochgeladen und immer nur 30 Sekunden. Die können wir zwar auswählen. Ich habe immer den Anfang genommen, aber manchmal ist es eben zu wenig, um die ganze Information des Klangs, der Akkordwechsel ihm mitzuteilen. Das ist ein bisschen schade, aber das ist eben eine Limitation, die ich hier verwenden musste. Und das Ergebnis ist aber trotzdem überraschend gut. Machen wir mal einen anderen Titel. Das ist jetzt ein von ChatGPT 4.5 generierter Text. Sollte ein Einschlaflied für Kinder sein. Und ich habe gesagt, mach mir daraus so eine Art Schlager. Ja? Ich habe sogar selber einen Referenzsong hochgeladen, der sehr schlagermäßig ist. Meine Augen schließe ich zu. Träume kommen schnell zurück. Ich schwebe sanft durch Sternenmeer, fühle mich frei und leicht so sehr. Mondlicht zeigt mir meinen Weg, träumen flieg ich unentwegt. Also die Strophe hat eine leicht andere Akkordfolge als der Refrain. Das ist schon mal gut. Mich langweilen immer Songs, die dieselben 4 Akkorde von Anfang bis Ende machen. Aber das hat mich jetzt nicht beeindruckt. Hier hört man ganz genau, dass das Intro immer ähnlich ist, weil es sich an meinen Referenzsong hält. Das war ungewöhnlich. Meine Augen schließe ich zu. Träume kommen schnell zur Ruhe. Bunte Bilder überall. Flieg ich durch das Sternental. Ich schwebe sanft die Sternenmeer. Fühl
mich frei und leicht so sehr. Mondlicht zeigt mir meinen Weg. Träumend flieg ich unentwegt. Also über Geschmack lässt sich ja streiten, aber nicht über Songwriting. Und das Songwriting ist relativ solide hier. Aber es ist nicht so überraschend gut wie das, was wir am Anfang gehört haben. Machen wir noch einen anderen Song, ja. Hier habe ich zum Beispiel auch wieder ChatGPT 4.5. Was habe ich gemacht? Ich habe zum Beispiel gesagt, aus einem Buch von Balzac soll er sich 2 Charaktere raussuchen und die haben dann eine Liebesaffäre, um mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man ihnen mehr Kontext gibt. Kontext ist sozusagen Information über die Geschichte. Und hier kann man das sehen, wie ich das gemacht habe, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Irgendwann habe ich endlich mal meinen Love-Song hier bekommen. Und wir sehen aber, der Love-Song ist relativ schematisch. Every time you talk to me, I start dreaming how we'd be. But you look straight through my heart, keeping us forever apart. Das hat eigentlich mit den 2 Figuren aus diesem Balzac-Roman gar nichts mehr zu tun. Aber ich habe gesagt, egal, nehme ich einfach diesen Text. Und was ist rausgekommen? Ein Disco-Song. Das liegt allerdings an mir. Ich habe ihm einfach einen Referenzsong gegeben, der disco-mäßig ist. Oder so 80s-mäßig. Chasing stars too bright for me. My love's the song you'll never hear. An echo drowned by silent tears. Das ist nicht wirklich überraschend. Das haben wir alles schon 1000-mal gehört. Hier ist noch ein anderer Song. Jetzt habe ich mal den Referenzsong weggelassen, einfach gesagt, mach einen Love-Song. Every time you talk to me, I start dreaming how it'd be. But you look straight through my heart, keeping us forever apart. You're always chasing bigger dreams, leaving me behind the scenes. My feelings whisper quietly, you never hear or notice me. I am the moonlight you never see. You're chasing stars too bright for me. My love's the song you'll never hear. Also Produktion ziemlich gut, ja. Fehlen ein bisschen Höhen, ist ein bisschen überkomprimiert. Aber es haut auf jeden Fall rein. Aber Songwriting schlecht. Ja, Arrangement super, aber Songwriting, es sind immer dieselben 4 Akkorde. Es ist das billigste Schema, was es gibt, haben wir schon wirklich nicht nur 1000-mal gehört, das haben wir 8000-mal gehört. Und das kommt eben raus, wenn man den Referenzsong weglässt und wenn man irgendwie diese Texte zu oberflächlich macht. Und das hat mich interessiert. Hier haben wir jetzt einen anderen Song. Hier habe ich wieder meinen Referenzsong genommen, also meinen NDW-Demo, was eine interessante Akkordfolge hat, was einen interessanten Basslauf hat. Und hören wir uns mal an, was er hier draus gemacht hat. Ich wach auf, kalt und nackt, Schläuche um mich voll verpackt. Mein Herz vibriert, ich check rein nichts. Ich zittere krass, muss raus ins Licht. Die Tür geht auf, alles blinkt. Raumschiff Brücke, ein Sound, der klingt. Auf dem Screen ein Name steht, Ende der Reise. Zielplanet. Mach den Walkman an, konzentriere dich. Der Rhythmus kommt, verwandle dich. 1, 2, 3, der Beat beginnt, der Kopf wird frei. 4, 5, 6, der Körper zuckt, vom Sound verhext. Reise durch die Galaxie, an diesen Ort war ich noch nie. Wo komm ich her, wo will ich hin? Ich fühl mich irgendwie mittendrin. Ja, das ist jetzt nicht dieser Text, das ist eine andere
Variante dieses Texts, aber man merkt, die Akkorde sind immer gleich, aber das hat ein bisschen mehr Information. Dieser Titel geht nach vorne. Spielen wir nochmal einen anderen Titel an. Also selber Text, anderer Titel. Ich wach auf, kalt und nackt. Schläuche am Körper, bin verpackt. Mein Herz vibriert, ich check rein nichts. Ich zittre krass, muss raus das Licht. Tür geht auf, alles blinkt. Raumschiff Brücke, Sound erklingt. Screen zeigt mir, wohin es geht. Reise beendet, Zielplanet. Mach den Mob mehr an. Konzentriere dich, der Rhythmus kommt. Verwandle dich. 1, 2, 3, Beat beginnt, der Kopf wird frei. 4, 5, 6, Körperzug vom Sound verhext. 1, 2, 3, Beat beginnt, der Kopf wird frei. 4, 5, 6, Körperzug vom Sound verhext. Okay, also man sieht, irgendwo gibt es tatsächlich diese Künstlichkeit der Stimme. Manche Töne werden nicht richtig getroffen. Wenn er zu tief geht, dann fängt es an zu rattern. Auch bei der Frau, die das vorhin gesungen hat, hat man gemerkt, also die Stimme ist noch ein bisschen künstlich, das erkennt man, wenn man reinhört. Aber die Phrasierung, das Sprechen des Textes, das hat irgendwie was. Das reißt einen mit. Das ist irgendwie realistisch. Das ist echt. Und das hat mich wirklich überrascht. Warum sind also mein allererster Song und mein letzter Song im Vergleich zu den anderen so gut? Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen in das Paper von dieser Firma Mureka. Gibt es also ein paar Researcher, ein paar Chinesen, vielleicht ein paar Leute aus Singapur, ich weiß es nicht. Für mich sind diese Namen ein Blackbox. Ich kann nur vermuten, dass sie alle aus dem chinesischen Umfeld kommen. Und hier gibt es jetzt also eine Menge Beschreibungen, wie die das gemacht haben. Hier sieht man das O1-Modell, das versucht, diese blauen Boxen hier zu füllen mit Gedanken. Und diese Gedanken sind folgendermaßen: Wir fangen mit einem Klavier an, danach kommt das Schlagzeug, dann wollen wir den Refrain haben, der Bass soll also immer dasselbe machen, vorher kann er ein bisschen abweichen. Und das wird dann genommen, um es in diese roten Boxen zu verwandeln. Und das ist genau diese Kombination O1-Modell, blau, und V6-Modell, rot. Weil vorher hat man es immer so gemacht, man hat einfach diese Prompts und diese Audioinformationen, die man hatte, direkt in Musik verwandelt. Und das kann klappen, ist aber häufig, besonders am Ende, dann entweder zu kreativ, das driftet einfach irgendwohin ab, oder es bleibt zu gleich. Und mit diesem O1-Modell habe ich tatsächlich sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt, dass also immer ein Stückchen noch mehr Kreativität, aber auf dasselbe Thema bezogen reinkommt. Dieses O1-Modell ist tatsächlich in der Lage, die Essenz des Songs, also Musik und Text, zu begreifen und zu vertonen. Und dann habe ich hier weitergelesen. Viel verstehen tue ich davon nicht, aber das fand ich hier interessant. Hier habe ich sogar markiert. Das Modell, also dieses Verfahren, was die anwenden, ob jetzt mit O1 oder ohne O1, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist für beide gültig. Das versucht, die Musik, meinen Referenztrack, den ich hochlade, und den Text, die Lyrics, in denselben Vektorspace zu embedden. Was heißt das? Also die nehmen sich nicht den Text und versuchen, die Phrasierung auf die Musik aufzupfropfen. Die nehmen sich nicht die Musik und versuchen, die unter den Text zu legen, sondern das beides ist miteinander in Beziehung, und zwar inhaltlich. Also wir müssen uns vorstellen, so ein Vektorraum sind Sinneinheiten, und diese Sinneinheiten sind entweder nah beieinander, wie zum Beispiel Kuh und Milch, oder sehr weit weg voneinander, wie zum Beispiel Stahl und Kuh. Und er versucht jetzt, die Musik auch in eine virtuelle Sinneinheit zu verwandeln. Wir können uns das vielleicht vorstellen mit Emotionen, also dynamisch oder energetisch oder romantisch. Das sind diese musikalischen Sinneinheiten, oder Saxophon. Und er versucht, den Text möglichst nah daran zu kriegen, in dem Fall eher die Musik an den Text, weil den Text gibt es ja schon. Und das ist meiner Meinung nach echt innovativ, und das ist meiner Meinung nach ein Teil der Erklärung, warum das manchmal so gut funktioniert. Also jetzt kommt meine Idee, woran könnte das liegen? Ich habe hier verschiedene Texte,
Und während ich fliege glücklich durch die Nacht, von fremden Welten und Raumschiffen und Treibstoff und Fantasie und Trommel und Herz und Sehnsucht handelt und Sterne, Licht, Dunkel, das sind viele Begriffe, davon gibt es tatsächlich real. Sterne gibt's, Licht gibt's, Dunkel gibt's, Trommel gibt's auch und ein Herz gibt's auch. Also tun wir mal diese ganzen Wörter in einen Teil der Welt, der sich die Materia nennt, die materielle Welt. Und diese anderen Texte: Ich schwebe sanft durch Sternenmeer, Mondlicht zieht meinen Weg, träumen fliege ich unentwegt. Das ist so in der Mitte. Während der andere Song hier: Every time you talk to me, keep us forever apart, moonlight you never see, chasing stars, too bright for me, drown in silent tears. Das ist also sehr metaphorisch. Das ist eher in der Immateria. Das sind Konzepte, Gedanken, die man nicht anfassen kann. Ja? Und ich denke, dass auf dieser Achse Materia bis Immateria, je weiter der Song hier drüben ist, je weiter also der Song über Dinge redet und handelt, die in diesem Vektorspace tatsächlich Orte sind und nicht so sehr Konzepte, desto besser wird die Kreativität dieses Modells getriggert. Kann auch sein, dass ich da falsch liege, aber ich habe jetzt wirklich 400 bis 500 Songs gemacht und mir fällt auf, dass Texte, die eine Geschichte erzählen mit echten Dingen drin, viel, viel besser funktionieren. Gehen wir nochmal zum letzten Songtext. Hier haben wir wirklich eine Geschichte, ja? Also die Geschichte ist hier ganz oben. Erstellen wir einen Songtext zu einer Geschichte. Jemand wacht in einem dunklen Raum auf, es ist kalt, er ist nackt, es riecht nach Medizin und Gummi, dann ein Licht, er sieht einen Schrank mit Kleidern und zieht sich an. Er geht durch die Tür einen langen Flur entlang. Die Geschichte ist, jemand wacht in so einem Raumschiff aus dem Tiefschlaf und ist plötzlich angekommen. Ja? Ziel der Reise erreicht, da ist der Planet. Und dann geht er in das Shuttle rein, fliegt da runter, da ist eine Maschinenwelt, lauter Roboter und die tanzen und er ist aber willkommen und dann tanzt er mit und Riesenparty, alles geil. Das ist die Geschichte dieses Textes und das ist sehr stark in der Materia verortet, nicht so sehr in den Gefühlen, abstrakte Konzepte. Und das ist vielleicht eine Erklärung, warum diese Mureka Musik-KI mit diesen Songtexten der einen Art, die sehr konkret sind, bessere Ergebnisse erzielt. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt und ich würde mich sehr freuen, wenn andere Menschen, die auch Erfahrung mit Mureka AI oder anderen KI-basierten Musikgenerierungstools haben, mir mal ihre Erfahrung mitteilen könnten. Und meine Frage wäre zum Beispiel, auf welcher Ebene ist diese Art von Kreativität, die wir heute gehört haben, anzusiedeln? Ist es schon genug oder brauchen wir noch mehr? Und wenn ja, wie sieht das aus, was noch fehlt? Ansonsten, ich würde mich sehr über ein Like freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.